Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. Am 28. April 2012 startete ein Pilot mit 5 Passagieren an Bord einer Piper Saratoga in Lausanne zu einem Rundflug. Um 15:03 Uhr stürzte die Maschine bei Tatro im Kanton Waadt ab. Alle 6 Insassen waren sofort tot. Was ist passiert? Das schauen wir uns gleich an. Aber vorher, wie immer, meine kurze Vorbemerkung. Ich habe im Video mitten ins Gewitter 2 karitative Projekte vorgestellt, die ich regelmäßig unterstütze. Und es gab ein paar Kommentatoren, die warfen mir vor, ich würde nichts von Weltpolitik verstehen, man dürfe Afrika nicht auch noch in seinem Wachstum unterstützen. Sie mögen ja recht haben, diese Leute. Ich habe dann gefragt, wer wäre denn bereit, meinem Patenkind Jemima zu sagen, dass es nicht mehr in die Schule darf, weil ein paar weiße Männer das nicht gut finden. Die Antwort ist bis jetzt von allen ausgeblieben. In einem haben sie aber recht. Es gibt auch unterstützungsbedürftige Menschen hier bei uns, in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich. Wenn du Schweizer bist und dieses Video dir vor dem 11. Januar anschaust, würde ich dir gern das Projekt Zweimal Weihnachten vorstellen. Das wird jedes Jahr durchgeführt von dem Schweizerischen Roten Kreuz, von der Firma Coop, SRG, also die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft und natürlich die Schweizerische Post. Die sorgt nämlich dafür, dass diese Pakete kostenlos verschickt werden. Was wird gesucht oder was hätten die gern? Lebensmittel, natürlich solche, die haltbar sind, noch nicht abgelaufen sind und natürlich nicht angebrochen. Das heißt, geh doch einfach mal durch deine Küchenschränke und schau mal, ob es da nicht ein paar Lebensmittel gibt, die du erübrigen könntest. Natürlich darfst du auch welche einkaufen gehen, extra für dieses Projekt. Das ist selbstverständlich auch erlaubt. Aber vielleicht gibt es ja so ein paar Dinge, die noch haltbar und gut sind und die du aber irgendwie nicht zu essen gedenkst, aber du fandest es vielleicht bis jetzt zu schade, die wegzuwerfen. Pack die bitte in ein Paket. Auch Hygiene- und Pflegeartikel, also Zahnbürsten, ungebrauchte natürlich, Zahnpasta, Pflegecremes, alle möglichen Sachen werden auch gerne genommen von Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Pack das in ein Paket, schreib darauf Zweimal Weihnachten und deinen Absender, den wollen sie, glaube ich, auch haben. Und dann bringst du das zur Post und es kostet nichts. Und jetzt zu unserem heutigen Fall. Der Pilot war 42-jährig, Privatpilot mit Nachtflug und Berglandeerlaubnis. Er hatte in 8 Jahren 474 Stunden Flugerfahrung gesammelt, also durchschnittlich 60 Stunden pro Jahr. Das ist gut 1 Stunde pro Woche. Man kann also sagen, ein recht erfahrener Pilot. Für den 28. April war ein Flug mit 5 Passagieren von Lausanne in die Region Chablais vorgesehen, mit einer Zwischenlandung in B, Lima Sierra Golf Bravo. Ein Passagier hatte diesen Flug zum Geburtstag geschenkt bekommen. Vorgesehen war ein Vorbeiflug in der Gemeinde Tatro, das ist etwa 2 Kilometer westlich der Gemeinde Châtel-Saint-Denis, wo einige der Verwandten von Passagieren wohnten. Der Pilot war mit der Gegend gut vertraut. Während die Passagiere im Restaurant etwas tranken, erkundigte er sich im C-Büro nach dem Wetter. Der Angestellte des C-Büros machte ihn darauf aufmerksam, dass gerade ein Pilot zurückgekommen sei. Er hätte seinen Flug nach Sion abgebrochen, weil er eben im Bereich Chablais, der Flugplatz B, liegt in dieser Region, weil er dort sehr starke Böen und Turbulenzen erlebt hätte. Für Ortsunkundige, das Chablais ist das Gebiet südlich des Genfersees. Also die französischen Orte Evian und Thonon, die gehören eigentlich auch noch dazu. Aber das Waadtländer Chablais, das ist eben dieser unterste Teil des Rhonetals, bevor es dann in den Genfersee geht. Und wie gesagt, der Flugplatz B, Lima Sierra Golf Bravo, wo die Reise ursprünglich hingehen sollte, der liegt eben mittendrin in diesem Chablais. Daraufhin änderte der Pilot seinen Plan und er trug als Destination in der Fluganmeldung den Flughafen Écuviance ein. Der liegt nordöstlich von Lausanne, hier ist die Übersicht. Écuviance ist übrigens die korrekte Aussprache. Im Kanton Fribourg spricht man ein S am Ende tatsächlich aus. Das nur, damit sich kein Besserwisser blamieren muss.
Ich habe im Flugsimulator leider keine Piper Saratoga, ich nehme die kleinere Schwester, eine Turbo Arrow 4. Um 14:49 Uhr startet das Flugzeug von der Piste 18 in Lausanne, dreht dann Richtung Norden und überfliegt die Region Cugy. Um 14:55 Uhr nimmt die Hotel Bravo Papa Golf Alpha Kurs auf das Dorf Tatro. Im Moment ist es auf einer Höhe von 3800 Fuß, etwa 1160 Meter. Der Pilot hatte offensichtlich vor, möglichst tief über das Dorf zu fliegen, wo Verwandte der Passagiere wohnten, denn als er über dem Nachbardorf Bossonant war, befand sich die Piper noch auf 3100 Fuß. Da gab es starke Turbulenzen. Das Flugzeug hatte eine Geschwindigkeit über Grund von 112 Knoten, etwas über 200 Kilometer pro Stunde. Um 15 Uhr überfliegt der Pilot in einer weiten Linkskurve das erste Mal das Dorf Tatro, jetzt noch auf 3000 Fuß. Das sind etwa 160 Meter über Grund, was für bewohntes Gebiet zu niedrig ist. 300 Meter wären Vorschrift. Dann fliegt er nördlich von Bossonant durch, dreht nach links und nähert sich ein zweites Mal dem Dorf Tatro, jetzt noch auf 2900 Fuß, etwa 60 bis 100 Meter über Grund. Die mittlere Höhe von Tatro ist 778 Meter oder 2550 Fuß. Die Geschwindigkeit bei diesem zweiten Überflug beträgt noch 89 Knoten und das Flugzeug befindet sich gemäß Zeugen immer noch im Sinkflug. Auch berichten die Zeugen, dass der Motor normal klang, allerdings habe ein starker, böiger Wind geweht und das Flugzeug habe Rollbewegungen gezeigt. Als er sich über den Zuschauern befand, stieg es leicht, die Rollbewegung nahm zu, es kippte stark sinkend nach links und stürzte in ein Feld. Alle Insassen waren sofort tot. Hier habe ich nochmals den Flugweg nachgezeichnet. Hier die Annäherung in die Region, noch auf einer vernünftigen Höhe, dann der erste Überflug, dann holt der Pilot nochmals in einer weiten Linkskurve Anlauf und fliegt noch tiefer gegen das Dorf Tatro. Dann kommt es zum Strömungsabriss, den der Pilot aufzufangen versucht. Das sieht man daran, dass das Flugzeug eine Schleifspur auf der Wiese hinterlassen hat und eine Geschwindigkeit von etwa 70 Knoten hatte. Aber um mit diesem Flugzeug einen Stall aufzufangen, das haben die Behörden später nachgestellt, wären mindestens 400 Fuß über Grund nötig gewesen. Da haben 300 Fuß gefehlt. Der Wetterbericht sprach von 20 bis 40 Knoten Wind mit Böenspitzen bis 60 Knoten, das sind über 110 Kilometer pro Stunde. Man nennt diesen heftigen Föhn in der Region auch den Vaudaire. Und auf dieser Karte können wir sehen, dass das Dorf Tatro voll in den Lehwellen liegt, die vom Mont Pèlerin, dem Mont Vuarat und dem Skigebiet Les Pléiades erzeugt werden. Die Radardaten zeigten, dass der Pilot beim zweiten Überflug nur noch etwa 80 Knoten schnell war. Das ist etwa 20 Knoten über der Abrissgeschwindigkeit ohne Load Factor, wohlverstanden. Hier sehen wir die Stall Speeds bei entsprechendem Kurvenflug. Und wie ich schon im Video zweimal Wettertod in Kegiswil gesagt habe, ist in so einer Wettersituation das Problem, dass es zu überraschenden Windshears kommen kann, die dann sehr schnell dafür sorgen, dass man eben nicht mehr die nötige Vorwärtsgeschwindigkeit hat, um das Flugzeug in der Luft zu halten. Vor dem Absturz lag das Flugzeug im Rückenwind. Diese Tatsache und die Temperatur von 25 Grad erschwerten zusätzlich ein Auffangen der Maschine nach dem Strömungsabriss. Ja, was soll man dazu sagen? Doch, ich möchte was sagen, und zwar sehr deutlich. Hört endlich auf mit diesen blöden Verwandtschaftsbeeindruckungsflügen. Eure Verwandten haben alle schon mal ein Flugzeug aus der Nähe gesehen. Eure Verwandten wissen, dass ihr fliegen könnt. Ihr müsst ihnen nicht 60 Meter über die Köpfe flitzen, damit sie es glauben. Und wenn das die einzige Möglichkeit ist, wie jemand sein Pilotendasein genießen kann, indem er aufschneidet, indem er andere zu beeindrucken versucht, dann hätte man ihm die Lizenz gar nie aushändigen dürfen.